Moin aus dem Miniatur Wunderland. Heute geht es mal wieder um Eisenbahn und was auch so dazugehört. Damian wird euch einmal für den neuen Bauabschnitt Atacama, Wüste und Regenwald die Signale zeigen, die wir selber bauen müssen. Ich zeige euch hingegen die Schienenfahrzeuge, die wir hier auch im Haus konstruieren. Normalerweise fahren wir im Wunderland ja das normale H0-Gleis mit 16,5 mm Gleisabstand. Das sieht dann ungefähr so aus. Man kennt ihn, den Big Boy. Dieser Abstand hier zwischen den beiden Radscheiben sind 16,5 mm. Das heißt, das hier folgt auf dem normalen H0-Lichtraumprofilbild. In der Schweiz fahren wir diese Lokomotiven hier. Die sind im selben Maßstab wie der Big Boy, sprich 1:87. Haben aber ein eigenes Lichtraumprofil, weil sie halt eben auch ein bedeutend schmaleres Gleis fahren mit 12 mm. Sie sind kleiner, sie brauchen nicht so viel Platz, von daher konnten sie ein kleineres Lichtraumprofil einhalten. In Südamerika fahren ganz gerne ausrangierte amerikanische Diesellokomotiven. In Amerika gilt dasselbe Gleis wie bei uns, 1435 mm Breite, im Modell halt eben 16,5 mm. Jetzt kommt die Besonderheit für die Atacama-Wüste. Es fahren dort immer noch solche Lokomotiven rum. Sie wurden nur halt umgebaut auf Meterspur. Ohne dabei das Meterspur-Lichtraumprofilbild zu adaptieren, sondern immer noch das normale H0-Lichtraumprofilbild zu haben. Und das Ganze hat noch kein Hersteller wirklich nachgebildet. Es gab zwar mal vereinzelt Lokomotiven, die halt eben in der Lage sind, aufgrund ihres schmalen Getriebes einen schmaleren Radsatz zu fahren, der halt eben dann für die 12 mm H0M geeignet wären. Aber die gibt es nicht mehr zu kaufen. Und weil wir sie halt doch irgendwie ganz dringend brauchen und vor allen Dingen auch in größerer Stückzahl brauchen, mussten wir uns da mal wieder selbst behelfen und haben daraufhin dieses Chassis hier entwickelt. So, das Chassis bedienen wir gleich. Erstmal kommt noch was anderes, nämlich das erste wirklich funktionsfähige Modell, das wir für Atacama Regenwald haben, basiert auf dem hier. Das ist eine HGE 442, eigentlich ein Schweizer Modell, das wir etwas zweckentfremdet haben. Sie hat nämlich die Angewohnheit, dass sie auch Zahnradstrecken fahren kann, von denen es in Südamerika doch einige gibt, die wir auch nachbilden wollen, weil wir müssen ja irgendwie vom 3. Obergeschoss im neuen Gebäude ins 4. kommen. Das Ganze machen wir mit einer Zahnradbahn. Und da haben wir uns dieses Modell hier genommen, kurzerhand den Deckel abgezogen und Nemo drauf gezeichnet. Nemo ist eigentlich eine FCTC E200. Das ist eine Kleinserie an Lokomotiven, die dort gebaut wurden und tatsächlich eigentlich in der Schweiz konstruiert wurden, getestet wurden und dann nach Chile verschifft wurden. Wie genau der Verbleib der ganzen Bahn ist, kann ich beim besten Willen nicht sagen. Dafür sind die Informationen dort unten etwas unzureichend. Aber Nemo sieht zumindest ganz nett aus. Und das ist schon mal viel wert. Nemo wird auch höchstwahrscheinlich noch mal in der Schweiz zu finden sein, aber das ist eine Idee für später. Jetzt haben wir ja hier per se schon mal ein Chassis, das H0M ist und das erprobt ist. Wir haben davon elendig viele in der Schweiz rumfahren. Sie sind für unsere Zwecke durchaus tauglich und machen einen sehr, sehr guten Job. Jetzt wäre der Gedanke natürlich naheliegend, wir nehmen einfach dieses Chassis und klatschen da mehr oder weniger so einen Deckel drauf. So, jetzt haben wir da so ein leichtes Problem. Die Länge. Die Loks sind halt einfach komplett unterschiedlich. Wieder das Lichtraumprofil für Meterspurbahn. Es ist kleiner, es ist schmaler, es braucht halt eben nicht den Platz. Hier haben wir eine amerikanische Diesellokomotive, die halt eben Langstrecken fahren soll. Die beiden Konzepte sind nicht gleich, von daher sind die Ansprüche an die Lokomotive anders. Es funktioniert nicht. Und Drehgestelle. Sechsachsige Lokomotiven in H0M gibt es nicht so viele und wenn dann halt eben nicht passend für unsere Zwecke. Also mussten wir dann halt eben wieder zurück in die Trickkiste greifen und unser Chassis hier konstruieren. Und das Ganze ist nicht ganz problemfrei gewesen. So, das Wichtige bei der Gelegenheit war, das Chassis soll modular sein. Weil wenn wir die Grundbauteile haben, brauchen wir weniger Lagerplatz für irgendwelchen Kleinscheiß, können unsere Teile direkt tauschen, weil wir sofort wissen, was an welcher Stelle ist, weil es bei allen Lokomotiven gleich ist. Dadurch, dass jetzt hier der Rahmen 3D gedruckt ist, können wir ihn in der Länge variieren lassen und halt eben auf die Lokomotive, die wir nachbilden wollen, anpassen. Die Drehgestelle sind einheitlich. Dadurch wissen wir halt eben, wenn etwas nicht funktioniert, jetzt in der Testphase noch, können wir es ändern, damit es halt eben für alle Lokomotiven gleich funktionieren wird. Der Motor ist bei uns erprobt, weil es ist ein Standard-Roco-Motor, den haben wir in
jede einzelne Roko-Lokomotive drin. Okay, fast jede einzelne. Und die anderen Bauteile sind halt auch schon größtenteils erprobt. Das heißt, wir haben erprobte Bauteile auf ein modulares Chassis, um halt eben die Bedürfnisse, die wir haben, optimal zu erfüllen. Dadurch, dass wir halt eben alles unseren Bedürfnissen anpassen können. Und das Ganze wird uns auch in der Zukunft noch heimholen, weil wir sind ja nicht mit Atacama Regenwald durch. Es gibt ja dann noch weitere Bauabschnitte, bei denen die Versorgung mit rollendem Material etwas unzureichend ist, um es freundlich auszudrücken. Oder halt eben, wenn man jetzt in Richtung Asien geht, Japan, alles fährt auf Meterspur, außer der Shinkansen, der fährt auf einmal auf Normalspur. So, solche Feinheiten können wir dann halt eben auch darstellen, wenn wir ein erprobtes Antriebssystem und ein erprobtes eigenes entwickeltes Antriebssystem haben, das wir wieder unseren Bedürfnissen anpassen können. Wir sind hier dabei, etwas Neues zu entwickeln. Es ist ein Prototyp, von daher muss man halt damit rechnen, dass irgendetwas nicht hinhauen wird und irgendetwas immer und immer wieder angepasst werden muss, bis es funktioniert. Und so war es auch bei den Drehgestellen, denn zu Anfang konnte die Lok keine Kurven fahren. Bei zweiachsigen Loks braucht man kaum bis gar kein Seitenspiel von der Achse selber. Das Drehgestell dreht sich und dadurch kann man halt eben die Kurvenfahrt ermöglichen. Bei sechsachsigen Loks braucht die mittlere Achse zwangsläufig eigentlich viel Seitenspiel, um halt eben die Kurve im Drehgestell selbst, das ist nur ein kleiner Bereich, aber reicht aus, ermöglichen zu können. Und das Ganze hatten wir nicht bedacht und wie man in den Videos, die jetzt gleich folgen, sieht, hat es nicht funktioniert. Ich habe mich dann einmal hingesetzt und hier ein bisschen dran rumgeschnibbelt und auch das Problem lokalisiert und auch beheben können. Und zwar haben wir hier so einen kleinen Vorbau. Dieser Vorbau soll eigentlich dafür sorgen, dass die Achse in ihrer Position starr ist. Dadurch verhindert sie allerdings auch, dass das Ding Seitenspiel entwickelt und verhindert in der mittleren Achsposition halt eben, dass sie sich bewegen kann. Jetzt habe ich das hier rausgeschnitten und bemerkt, oh guck mal, das funktioniert wunderbar. Jetzt habe ich das hier umgesetzt in leere Getriebe und auf einmal kann das Ding Kurven fahren. So, und das sind halt solche Kleinigkeiten, die halt eben aufgetaucht sind, die wir jetzt behoben haben und von denen wir uns jetzt erhoffen, dass es dann jetzt langfristig funktionieren wird. Die Probleme habe ich jetzt hier gelöst. Das ist jetzt allerdings von mir eben kurz mit dem Cuttermesser freigeschnitten. Das ist natürlich nicht perfekt gewesen. Wir haben die Probleme inzwischen auch zeichnerisch umgewerkelt. Das heißt, beim nächsten Mal kann ich auch wirklich was Fahrendes zeigen. Stand jetzt kann ich es einfach nicht, weil die Getriebe hier sind leergeräumt gewesen. Ich hatte jetzt nicht die Ambition, da sämtliche kleinen Zahnräderchen und so weiter umzubauen. Beim nächsten Mal zeige ich euch was Fahrendes. Versprochen. Also ich bin hier gerade dabei, Signale zu bauen für Atacama. Wir haben bis jetzt in unseren Bauabschnitten immer das Glück, dass wir gekaufte Signale nehmen konnten. Davon haben wir ja jede Menge da. Das Problem ist, für die Atacama-Wüste gibt es nicht wirklich einen Standard. Also wir haben die verschiedensten Signale, die wirken teilweise ein bisschen zusammengeschustert. So nach dem Motto, wir haben aus 2 eingemacht. Und da versuche ich jetzt dem Vorbild ein bisschen näher zu kommen, aber leider muss ich die natürlich selber bauen, beziehungsweise zum Glück, bringt ja Spaß. Das ist hier zum Beispiel so eins, damit habe ich angefangen. Ich glaube, das kommt dem schon sehr nahe. Hier wird noch so ein Ärmchen montiert, quasi das Signal an sich, was dann hin und her schwingt. Umgesetzt habe ich das mit so einer, ja, ich würde das mal Nocke nennen. Die dreht sich hier drinnen in diesem Hauptkörper oben. Da habe ich eine Feder, einen kleinen Kolben quasi, so ein Stößel und der bewegt mir hier immer dieses kleine Drähtchen nach vorne und nach hinten. Und dadurch kriege ich durch den Hebelarm nachher diese Bewegung raus. So, das, was mir hier fehlt, ist halt jetzt noch quasi das Signal an sich, was sich bewegt. Das musste ich jetzt noch mal kurz bauen. Da habe ich zwar ein fertiges gefunden in unserer Sammelkiste, was ich so ein bisschen umfunktionieren kann. Wird dann nachher noch ein bisschen farblich angepasst. Aber ich glaube, das sollte funktionieren. Jetzt muss ich noch mal kurz die Bohrung da reinsetzen, damit ich diesen kleinen Hebel montieren kann.
So, also das Signal muss jetzt noch farblich ein bisschen angepasst werden. Hier fehlen noch die Schriftzüge. Das muss irgendwie noch angebracht werden, aber ich glaube, das gebe ich lieben gerne in den Modellbau, glaube ich. Die können mir das ausdrucken und aufkleben. Ja, zu bauen werde ich davon, glaube ich, 2, 3 Stück. Es ist doch relativ aufwendig, wenn man sich das hier oben reinguckt. Also das erste war sehr aufwendig. Das ist quasi der Grundkörper. Ups, und schon ist das Ding abgefallen. Also ja, muss noch mal überarbeitet werden. Bisschen hübscher farblich angepasst und eventuell ein Tröpfchen Kleber rauf. Die Herausforderung war das halt auf diesen kleinen Baurahmen unterzukriegen. Wir haben hier einen Motor, 2 Reach-Kontakte, einen Magneten. Und von der Bauform sollte das ähnlich der anderen Signale sein, damit ich die quasi in die Anlage reinsetzen kann, die überall reinpassen und sich an der Geometrie quasi nicht viel ändert. Das ist zum Beispiel ein anderes Signal mit einem anderen Funktionsprinzip. So, aber von der Bauform würden beide quasi reinpassen. Guck mal, die sind zum Beispiel ziemlich ähnlich, wenn du dir, das ist jetzt ein deutsches Signal und wenn man sich das aber anguckt, ist das quasi vom Gerüst her ähnlich. Ich werde da halt die Arme noch anders machen müssen, anders tauschen. Aber das Ding kann ich auf jeden Fall benutzen. Gut, das Ding geht jetzt erstmal in den Probelauf. Ich werde das mal ein Wochenende durchlaufen lassen oder auch mal eine Woche, um zu gucken, ob das stabil läuft. Wenn ja, dann muss ich davon noch 2, 3 Stück bauen. Das nochmal anpassen. In dem Sinne, ich mache mich an die Arbeit. Bis zum nächsten Mal.